Ja, also nochmal ganz offiziell Hallo zusammen. Schön, dass wir hier alle uns zusammengefunden haben. Mein Name ist Konrad Förstner. Ich leite den Programmbereich Data Science and Services bei ZDMed und bei der TH Köln eine Professur für Data and Information Literacy. Und wir wollen heute uns einem vielleicht fast ein bisschen schadigen Thema widmen, aber wir wollen das sehr positiv angehen. Ich bin heute nicht alleine. Rabea Müller, meine Kollegin, ist da. Rabea, willst du dich auch noch kurz vorstellen? Ja, gerne. Auch noch von mir. Hallo in die Runde. Ich bin Rabea Müller und ich leite unseren Trainingsbereich bei ZB Med, also alles rund um Data Science und Data Literacy. Und dort geben wir eben auch sehr viele Carpentry-Workshops und genau, kommen später nochmal genauer drauf zu, welche Rollen unsere sind in der Community. Genau. Wir machen diesen Abend heute oder diese Vorstellung heute auf Deutsch. Wir haben eigentlich das große Glück, dass Carrie Jordan, ja, die Geschäftsführerin von den Carpentries mit dabei ist. Da werden wir vielleicht mal kurz auf Englisch switchen und vielleicht auch bei der Fragerunde das vielleicht nochmal übersetzen. Wir haben das explizit für die deutsche Community gemacht. Carrie, I just wanted to briefly introduce you and mention that we do this mostly in German, but switch to English for some points, maybe later on. But yeah, maybe I can very quickly hand over to you and you introduce yourself briefly in English. Yes, thank you. And I of course tried to use Google Translate for what I put in the chat because I don't want you to switch to English. This meeting is for your community, so it's important that you can speak in the language that your first language. So thank you so much. My name is Carrie Jordan. I'm the executive director for the Carpentries. I'm based in Central Florida in the United States, and I've been in this role for 5 years. I've worked very closely with Conrad, with Habea, and I'm so grateful that you all are taking the time to advocate for the Carpentries in this way. I have my translator on, so feel free. I will be following along. I have to leave at the half hour to meet with our lawyers. Nothing bad, but thank you so much for having me and for taking the time to talk about this very, very important challenge that we're having. Thank you. Thank you so much, Carrie. Gut, und dann geht's auch gleich in Deutsch weiter. Carrie ist dann vielleicht später noch da, wenn wir zur Fragestunde kommen. Ansonsten übernehmen wir auch gerne. Genau, dann würden wir jetzt ein paar Folien teilen, aber wir freuen uns natürlich dann später auf die Diskussion danach. Rabea, bitte einmal die Folien auflegen. Genau. Wir wollen, bevor wir eigentlich zu der eigentlichen Sache kommen, nochmal die Carpentries vorstellen. Die Carpentries sind für uns eigentlich eine ganz hervorragende Community und wir haben jetzt Werkzeuge dargestellt, weil sie uns ganz viele Werkzeuge mitgeben und das nicht nur auf der technischen Ebene, sondern auch auf der zwischenmenschlichen Ebene und eine einzigartige Community sind, die wir sehr schätzen gelernt haben in der Vergangenheit und auch als Teil dieser Community sehr früh aufgenommen gesehen haben. Und wir wissen auch, dass viele andere das genau sehen. Deshalb ist das Anliegen, mit dem wir heute hier aufschlagen, uns sehr, sehr nahe liegend oder liegt uns sehr am Herzen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass heute auch so viele Leute mit dabei sind. Wir werden das Ganze, wie gesagt, auch wird aufgezeichnet, sodass wir das dann auch weiter in die Community tragen können. Die Community ist eine globale Community. Kommen wir bitte weiter zur nächsten Folie. Nur um das vielleicht einmal zu rekapitulieren, wer sind eigentlich die Carpentries? Es ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die Leuten befähigen möchte, Data Science zu machen. Das im breitesten Sinne. Das heißt, hier wird Softwareentwicklung eingeführt, hier werden Grundlagen von Data Science vermittelt. Und es geht eigentlich darum, effektiver zu arbeiten. Das Ganze wird schon über 25 Jahre gemacht und hilft einfach Leuten, vielleicht auch aus ihrem klassischen Karriereweg auszubrechen, neue Fähigkeiten zu bekommen und eigentlich fast Spaß am Lernen von solchen Sachen zu gewinnen. Das ist etwas, was viele Leute begeistert und wir auch als Methode von den Carpentries mitgenommen haben, eigentlich diese Begeisterung zu nutzen und Leute dann auf technische Themen zu setzen. Und da kann sich jeder daran beteiligen. Es ist eine offene Community. Da gehen wir auch gleich ein bisschen noch drauf ein. Und das sind viele lokale Strukturen, deshalb machen wir das auch heute auf Deutsch, obwohl das Ganze letztendlich US-basiert gestartet ist. Es ist heute eine globale Community,
die Leuten beibringen möchte, solche Tools zu nutzen, aber eigentlich auch Spaß am Lernen zu haben und sich nicht auch von technischen Problemen abschrecken zu lassen und gemeinsam eigentlich zu lernen und zu wachsen. Und das finden wir von der Methodik auch super und deshalb nutzen wir das auch bei unseren Fortbildungen entsprechend weiter. Wir haben das hier einmal kurz zusammengefasst, das ist die Vision und Mission. Ich will das gar nicht alles komplett lesen, die Vision vielleicht schon. Unsere Vision ist es, die führende, inklusive Community zu sein, die Daten- und Programmierkenntnisse vermittelt. Wir sehen schon ein wichtiges Thema Inklusion. Es geht nicht darum, einfach nur Technik zu vermitteln, sondern es geht darum, auch alle mitzunehmen. Und es geht darum, auch Leute, die weiter weg sind von solchen Themen vielleicht heranzuführen und keine Lücken zu lassen, sondern wirklich das gesamtgesellschaftliche heranzugehen. Klar, wir machen das in Wissenschaften und Bibliotheksbereich, aber letztendlich geht das alles darüber hinaus. Und als Kern davon stehen die Werte von den Carbon Trees. Und auch das ist etwas, wovon wir irgendwie alle lernen können und auch sicher tun, denn das ist eigentlich das Fundament von all dem. Unsere Werte sind offen handeln, sich gegenseitig stärken, alle Beiträge wertschätzen, ständig lernen, alle einbeziehen, Menschen an erster Stelle, Zugang für alle, Zusammenarbeit in der Community und Stärke durch Vielfalt. Und ich glaube, das sind Werte, die heutzutage doch sehr viel vielleicht mehr geschätzt werden, weil man sieht, dass es nicht überall der Fall ist, dass das hochgehalten wird und umso wichtiger ist es, dass wir das machen, dass wir als Community das jetzt auch genau machen, uns auf diese Werte berufen und das auch nutzen, um Stärke zu zeigen, um auch zu zeigen, dass das ein Kern ist, der nicht einfach weggewischt werden kann, um irgendwelche Agenden durchzuführen. Okay, bitte einmal weiter. Wir machen das hier für Deutschland, also besonders Rabea als Koordinatorin hier für die Dachregion, also für die deutschsprachige Region, sind wir da sehr dabei, die Community in ihrer Tätigkeit zu stützen. Das heißt, wir machen hier Beratung, wir machen aber auch Organisation von Workshops und wir vernetzen lokale AkteurInnen, um entsprechend in Carbon Trees aktiv zu sein. Wir versuchen, die Sichtbarkeit der Carbon Trees zu fördern und dafür zu sorgen, dass diese Community weiter wächst. Und dazu sind wir Ansprechpartner und machen eben auch solche Veranstaltungen wie heute. Aber wir machen auch viele Workshops und versuchen einfach dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute Teil dieser Community werden, weil wir sie einfach für sehr, sehr wichtig halten. Und daher sind wir sehr aktiv und machen eben auch solche Veranstaltungen wie heute, neben den eigentlichen Workshops, die wir eigentlich durchführen, um Leute entsprechend weiterzubilden. So, dann geht's einmal wieder weiter. Die Carbon Trees sind, wie gesagt, eine globale Community und es gibt über 5000 InstruktorInnen weltweit. Es gibt mehr als 180 TrainerInnen. Diese TrainerInnen sind die Menschen, die die InstruktorInnen ausbilden. Es gab über 4700 Workshops mittlerweile in über 70 Ländern. Also, und das muss man erstmal zusammenkriegen. Klar, das hat sich auch über diese 25 Jahre alles aufgebaut. Und ist mittlerweile ein Netzwerk, was sich global positioniert hat und diese Workshops und entsprechenden Weiterbildungen sehr professionell auf sehr hohem Level weiterfährt. Und wer schon mal in so einem Workshop war, weiß auch, wie diese Begeisterung eigentlich weitergetragen wird. Und das ist ein bisschen das Geheimnis des Erfolges, würde ich sagen. Okay, dann geht's weiter. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, der eigentlich etwas schade ist. Carrie und ihr Team hat im letzten Jahr und eigentlich über längere Zeit sehr viel Energie aufgewandt, sich auf einen Antrag zu bewerben, einen NFS, also National Science Foundation Antrag, POSE, Pathway to Enable Open Source Ecosystems. Das heißt, ein relativ kompetitiver Antrag mit 1,5 Millionen US-Dollar Wert und sie wurden auch angenommen. Sie wurden empfohlen, dass durchgeführt kann. Dann aber durch die politische Änderung in den USA gab es dann die Rückmeldung, ja, ihr bekommt das Geld aber nur, wenn ihr uns anpasst in Bezug auf unsere Policies, das heißt Diversity, Equality, Inclusion. Diese Sachen, die wir vorhin gesehen haben, sind Kernwerte von den Carbon Trees. Das heißt, das ist etwas, was uns alle ausmacht, diese Community, und uns allen sehr, sehr wichtig ist. Diese spezielle Behandlung oder diese speziellen Eigenschaften des Antrags sollten entfernt werden und nicht nur in dem Antrag, also nicht nur die Projekte, die darüber finanziert sind, sondern eigentlich alles, was in den Carbon Trees stattfindet, hätte hier angepasst werden müssen. Und
das ist ein ganz klares No-Go für die Carbon Trees und deshalb wurde dann gesagt, okay, dieser Antrag wird einfach nicht oder dieses Projekt wird nicht durchgeführt, die Förderung wird abgelehnt von Seiten der Carbon Trees. Und das ist natürlich erstmal ein herber Rückschlag, denn es ging sehr viel Zeit in die Erstellung dieses Antrags. Jeder, der schon mal so einen Antrag geschrieben hat, weiß, dass das enorm aufreibend ist. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine große Lücke, die dadurch ist. Und dennoch ist es sehr, sehr wichtig, dass die Carbon Trees hier zu ihren Werten stehen und aus Überzeugung auf diese Mittel verzichten. Okay, dann weiter geht's. Und das wird auch mal zusammengefasst im Blogpost davor. Ich habe das eigentlich gerade schon anders gesagt. Also die Werte und die Überzeugungen sind eigentlich ein Kern der Community und ist nicht nur ein Beiwerk. Wir sehen das gerade an, also ich will jetzt gar nicht hier bashen, an verschiedenen Stellen, wo irgendwelche globalen Konzerne sich das auch im Diversity auf die Fahne geschrieben haben und sobald dann irgendjemand ein bisschen ruckelt, ist das ganz schnell wieder weg. Und das ist sehr, sehr schade. Und hier ist, glaube ich, bei den Carbon Trees ein tolles Beispiel zu sehen, wie das eben ein wirklicher Wert, ein zentraler Wert ist und wie das auch verteidigt wird und wie auch Wert darauf gelegt wird. Und das kann ich einmal nur sagen, thanks, Carrie, I guess you're listening to this right now. So, this is really, really, really awesome. Okay, also kurz das Switch hier ins Englisch. Also ist es einfach, wir sind Überzeugungstäter in dieser Community. Also wir machen das, weil wir daran fest glauben und weil wir es für wichtig halten. Und deshalb wurde auch hier dran gehalten, sich nicht diese Sache zu beugen. Weiter geht's bitte. Genau. So, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Man muss sagen, als Non-Profit-Organisation ist das immer schwierig. Ich war selber lange im Board of Directors der Carbon Trees und kenne deshalb auch ein bisschen, wie das alles läuft. Und natürlich ist so ein Team zu unterhalten. Man muss sagen, die Carbon Trees basieren hauptsächlich auf Freiwilligenarbeit. Das heißt, das sind Volunteers, die ihre Zeit reinstecken. Aber es gibt ein Kernteam, was den ganzen Laden zusammenhält. Und die müssen finanziert werden. Und da gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle. Man kann Mitglied werden, da kommen wir gleich ein bisschen dazu. Aber das ist etwas, was entsprechend Mittel braucht, um auch zu laufen. Was wir jetzt brauchen, sind einfach mehr private Spenden, aber auch Kooperationen, Drittmittelpartnerschaften und Sponsoring. Und was in diesem Antrag hauptsächlich da war, in diesem Post-Vorhaben, unter anderem aufgelistet war halt Onboarding, Anerkennung von Beitragenden, auch eine nachhaltige Entwicklung von Community-Rollen, die Mehrsprachigkeit, was einfach wichtig ist, weil nicht alle Leute perfekt Englisch sprechen und die lokalen Communities sehr davon profitieren, wenn man entsprechend lokale Anpassungen hat. Und auch die Integration eines neuen Programmes. Dann haben wir Data Carbon Tree, Software Carbon Tree und Library Carbon Tree. Und jetzt sollte HPC Carbon Tree entsprechend mit aufgenommen werden, was einfach auch ein Riesenaufwand ist, um ein neues Lesson-Programm, wie das heißt, ein Lesson-Programm aufzunehmen. Und das ist jetzt aber eine Lücke, die besteht finanziell und deshalb jetzt der internationale Aufruf zu sagen, wir wollen das irgendwie weitertreiben, wir wollen weitermachen und dafür brauchen wir jetzt Mittel in verschiedenster Art und Weise. Genau, an dieser Stelle übergebe ich, glaube ich, an Rabea. Genau, ich würde jetzt die Möglichkeiten nochmal genauer zeigen, was wir jetzt als Community alles machen können. Selbst die kleinsten Schritte helfen hier schon, zum Beispiel andere auf die Spendenaktion aufmerksam machen. Also wir werden sicherlich auch noch diese Slides später teilen und auch ist auch geplant, dass wir die als Template weitergeben an andere Communities in anderen Sprachen. Also gerne teilen, so viel es geht, auch an Kontakte vermitteln, die potenziell fördern können. Kooperationen bei Drittmittelanträgen sind auch eine Option, also dass man mit Lettern of Supports arbeitet oder eben auch Direktspenden. Da haben wir euch den QR-Code verlinkt, der kommt auch später nochmal in groß. Also da kann man dann ja direkte Geldspenden an die Carbon Trees schicken. Hier gibt es noch so ein bisschen aufgelistet, was die Spende bewirken kann. Das sind jetzt eher die kleineren Beiträge. Wir kommen später noch dazu, dass ihr auch über Mitgliedschaften und Sponsoring helfen könnt. Hier wären zum Beispiel $10 ermöglichen eine Community-Session, also eine Session für die Community, in der ja zum Beispiel Onboarding eine Rolle spielt, also wo man Hilfe bekommt, wie man startet in dieser Community. Dann $20 wären Hilfe bei Feedback von Lernenden sammeln. $50 stärkt die technische Infrastruktur bei den Carbon Trees. Für $100 unterstützt man Instructor mit begrenztem mobilen Datenvolumen und für $500 kann man schon
ja, die Pflege und Aktualität der Trainingsmaterialien sichern. Genau, dann gibt es eben noch diese Mitgliedschaften, die man bei den Carpentries haben kann. Gibt es sowohl für Non-Profit als auch für Unternehmen. Ihr seht hier, dass es verschiedene Modelle gibt. Also es gibt Bronze, Silber, Gold, Platinum und Titanium. Und das passt sich an das Einkommen der verschiedenen Unternehmen oder der Non-Profit-Institutionen. Je nachdem, welche Mitgliedschaft man wählt, hat man dann auch noch ja, ein paar Extras, die man bekommt. Zum einen diese centrally organized Workshops. Das heißt, wenn man jetzt selbst keine Instructor hat oder nicht genug oder vielleicht für ein bestimmtes Thema beim Programmieren oder in den Data Science einen Workshop geben will, dann kann man sich auch an die Carpentries wenden und kann sagen, okay, wir brauchen jetzt 2 Instructor für diesen Workshop, und die Carpentries stellen dann diese Instructor. Also sie finden die Instructor und ja, geben auch die ganze Infrastruktur für einen Workshop. Das andere Modell wären Self-Organized Workshops, die kann man auch selbst organisieren, aber die werden dann eben unterstützt von der Community. Und man kann sich noch diese Instructor Training Seats einkaufen. Das heißt, dann bekommt man sichere Plätze für ein Instructor Training. Das heißt, dass man als Instructor ausgebildet wird, um diese Programmier-Workshops zu geben. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft man hat, hat man eben dann auch mehrere Plätze zur Verfügung. Genau, der nächste Slide ist nochmal ganz ähnlich, nur eben für Unternehmen und wird dann eben auch preislich angepasst, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Man bekommt dann auch noch ein paar mehr Vorzüge als Mitglied bei den Carpentries, bekommt eine spezielle Ansprechpartnerin an die Hand. Man kann auch Mitgliedsdaten anfordern und die Workshops anfordern, wäre zum Beispiel dieses Centralized Workshops. Mitgliedsdaten finde ich immer ganz spannend, kann man dann auch sein Feedback oder kann man genau analysieren, wie die Workshops so laufen. Man kann natürlich auch immer eine Verlängerung einleiten nach einem Jahr und bekommt Onboarding-E-Mails von den Carpentries, bekommt Quartal-Updates und kommt auch in gewisse Meetings, in denen man dann speziell für die Mitglieder Updates bekommt und ja, wird auch Teil des Newsletters für die Mitglieder, wo man dann auch über aktuelle Instructor-Training-Events informiert wird und ja, über die Ankündigungen zu den Mitgliederversammlungen. Ja, neben den Mitgliedschaften gibt es auch Sponsorship-Programme für Organisationen, für die man sich anmelden könnte. Gibt es auch wieder verschiedene Modelle, also einmal Advocate, dann Contributor, Supporter, Champion und Empowerment. Und je nachdem, ja, für welches Level man sich hier entscheidet, dementsprechend bekommt man dann hier auch noch mehrere Vorzüge, also zum Beispiel ein Digital Supporter Badge, dass man in den Newslettern erwähnt wird, das Logo auf der Career Page, Social Media Visibility, also dass man in den Social Medias auch erscheint und so weiter. Also dass man auch bei der Carpentry Con vertreten ist. Das ist die große Carpentry-Konferenz, an der sich dann immer die ganze Community weltweit trifft. Und kann auch das Logo in den Blogbeiträgen von den Carpentries verlinken, originale Blogposts erstellen und bei den Community Sessions erwähnt werden oder einen Carpentry Workshop auch ja, besuchen. Genau. Ja, die Arbeit wird bereits aus verschiedenen Quellen gefördert, durch Einzelpersonen, Organisationen und Drittmittel. Dennoch ist es eben aufgrund der Tatsache, die wir euch gerade gezeigt haben mit dem NSDF, wichtig, dass es noch weitere Sponsoren gibt oder dass ihr auf irgendeine andere Weise auch noch helfen könnt. Das heißt, was wir heute mitnehmen wollen aus der Session ist, teilt gerne den Beitrag, teilt die Slides. Es gibt auch einen Blogpost zu dem Ganzen und wenn ihr könnt, dann spendet auch gerne. Ja, ansonsten könnt ihr den Carpentries auch gerne überall folgen. Auf YouTube gibt es auch Ausschnitte aus den Carpentry-Cons zum Beispiel, gibt es sehr coole Beiträge oder auch über Mastodon, Blue Sky und LinkedIn.
Wenn ihr jetzt noch nach der Session Fragen habt, dann könnt ihr euch jederzeit an das Team wenden von den Carbon Trees. Die sind auch super schnell im Antworten, wie ich finde. Könnt euch auch, wenn ihr jetzt speziell an der Mitgliedschaft interessiert seid, an membership@carbontrees.org wenden oder wenn ihr an einem Instructor-Training teilnehmen wollt, an das Instructor-Training-Komitee oder wenn ihr jetzt speziell für unsere Community, für die Dach-Community Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Genau. Ansonsten kann man vielleicht auch noch mal sagen, auch wenn ihr heute so diesen ganzen Spendenaufruf jetzt gar nicht so ansprechend findet, was auch immer, die Community ist natürlich sehr, sehr offen und ich kann jedem empfehlen. Und ich sage das als jemand, der viel Didaktik in dieser Richtung macht. Die Carbon Trees haben da wirklich die allerbeste Methode. Für mich war das life-changing, muss ich sagen. Und das hört man auch an vielen anderen Ecken und Enden. Einfach vielleicht mal so einen Workshop besuchen und einen Eindruck gewinnen. Und diese Kondition auch dann zum Beispiel ein Instructor oder vielleicht sogar Trainer ist wirklich auch sehr schön. Wir haben viele Beispiele in der Community, wo das auch genauso passiert ist. Und das ist etwas, was einfach, kannst du hier englische Begriffe benutzen, empowering ist. Und wir wollen das möglichst breit in diese Welt reintragen. Und deshalb ist uns das einfach sehr gelegen. Und deshalb haben wir auch heute die Session gemacht. Aber wie gesagt, jeder kann sich hier friedlich von dem heutigen Thema hier angesprochen fühlen. Und wir freuen uns natürlich, wenn jetzt viele das als Anlass sehen, hier aktiv zu werden, in welcher Art und Weise. Und von daher auch mal herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich glaube, dann haben wir jetzt die Fläche offen für Fragen.